Guten Tag, ich will Ihnen etwas lesen. Der Däne Edmund Borg erzählte einem der Journalisten: Am Pol existiert eine Öffnung, die in ein tropisches Paradies im Zentrum der Erde führt. Es hat seine eigene Sonne, warme Meere und eine üppige tropische Vegetation. Und nicht nur das. Das Erdinere ist auch von einer weit fortgeschrittenen und sehr friedfertigen Rasse menschlicher Wesen bewohnt. Unter gewöhnlichen Umständen kann man die Öffnung auf der Rufwegen fast immer dichten Wolkendecke über dem Nordpol nicht sehen. Außerdem verdecken die Bewohner im Innern die Öffnung mit sogenannten Lichtschirmen. Diese Lichtschirme projizieren holographisch eine Illusion von weiten Eis- und Schneewüsten, die die Öffnung vermeintlich umgeben. Da die Öffnung von Durchmesser her sehr groß ist, ist die Abwärtskrümmung der Oberfläche sehr seicht, sodass man sich als Forscher kaum bewusst ist, eine andere Welt zu betreten. Dankeschön. Innere Welt. Ja, ich war natürlich noch nicht da, das heißt, ich weiß nicht, ob es sie gibt. Ich habe einfach auch nur ein Gefühl, irgendwas muss da dran sein. Ich habe natürlich eine Menge Informationen auch. Es gibt eine Expedition von Admiral Byrd zum Südpol mit einem Flugzeugträger und Begleitschiffen, die verlustreich zurückgekommen sind. Da fragt man sich, haben die gegen Pinguine gekämpft oder was? Möglicherweise ist da unten an den Polen irgendwas Besonderes. Ich erkläre das mal kurz, ich habe da auch Folien zu. Da wird der eine oder andere lachen, aber ich behaupte das nicht, sondern ich sage mal, es gibt Informationen, dass die Erde eben so aussieht, also eine Erdkruste gibt. An den Polen gibt es Öffnungen, wo man herein kann. Die Gravitation ist in der Erdkruste, das heißt, wir wissen ja auch, der magnetische Nordpol ist nicht am geografischen Nordpol, sondern irgendwo da am Rand. Und wenn man hier rumgeht, dann wird man auch immer angezogen von der Erdkruste. Hier ist eine zentrale Sonne, im Inneren gibt es genauso Kontinente und Meere wie außen. Dann, ja, ich habe sogar, dieser Jan van Helsing, der hat ein interessantes Buch darüber geschrieben, oder Jan Holey, Die innere Welt. Das ist ein Roman, ich habe aber viel Material, was er verwendet hat, und das ist kein Roman, vorliegen gehabt. Und da gibt es sogar eine Karte aus dem Inneren der Erde, wie die Kontinente da sind. Ich zeige Ihnen das einfach mal so. Ach nee, das ist da, wo ich wohne. Das ist es nicht. So soll das angeblich aussehen. Also da haben Sie oben einen Eingang am Nordpol. Esmaglund heißt das hier. Akrahata, ob das Agatha oder Agati ist. Hier ist Shambhala angeblich. Hier gibt es Tunnel, also Durchgänge auch zum Äußeren der Erde. Land of Old Vikings, Land of Old Germans, Land of Boot. Hier unten soll New Germany sein, auch da wieder ein Eingang. Das Material, was ich bekommen habe, das ist also nichts mehr zu bekommen. Und scheinbar wird das irgendwie unterdrückt. Wenn es alles Quatsch wäre, könnte man es ja lassen, oder? Nur, dass es eben wirklich viele Probleme gibt, wenn man sich mit den Polen beschäftigt. Es haben Freunde von mir, wollten mal nach Grönland zu einer Stadt, die heißt Thule, die ist ganz weit oben im Norden. Und dann bekamen sie wirklich Schwierigkeiten, überhaupt dahin zu kommen und da überhaupt ein Flugzeug zu bekommen. Das war dann ganz unmöglich. Ganz hohe Militärpräsenz da oben in Thule, amerikanische Militärpräsenz. Warum? Weiß ich nicht. Da oben gibt es noch nicht mal Pinguine, also was soll das? Wegen der Eisbären vielleicht. Also ich kann da nur Fragen stellen, ich weiß es nicht, und einfach auch nur vom Gefühl her habe ich irgendwie den Eindruck, irgendwas ist da dran. Also da gibt es so viele Unstimmigkeiten. Aber ich weiß es nicht wirklich. Ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann das erfahren werden, was da ist. Das hat ja auch mit den Deutschen zu tun, und es sind ja viele Deutsche am Ende des Krieges verschwunden, irgendwie zum Süden, nie wieder aufgetaucht. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigte auch Deutschland Interesse an dem weit entfernten und lebensfeindlichen Eiskontinent. Es wurden erhebliche finanzielle Mittel bereitgestellt, um verschiedene Expeditionen durchführen zu können. Ende der 30er Jahre fuhr der erfahrene Polarkapitän Alfred Ritscher mit dem speziell für diese Expedition umgebauten Schiff Schwabenland in die Antarktis. Ab Mitte Januar 1939
begannen 2 Flugzeuge, die mittels spezieller Katapulte von Bord der Schwabenland starten konnten, die Erforschung des arktischen Kontinents. Bei ihren Flügen warfen die Piloten auch Aluminiumstangen mit Hakenkreuzflaggen ab, mit denen sie das vermessene Gebiet als deutsches Reichsgebiet deklarierten. Das so gekennzeichnete neue Territorium, das in seiner Größe etwa dem damaligen Deutschland entsprach, erhielt die Bezeichnung Neuschwabenland. Im April 1939 konnte Alfred Ritscher melden: Ich habe den Auftrag, den Marschall Göring mir erteilt hat, erledigt. Zum ersten Mal flogen deutsche Flugzeuge über den antarktischen Kontinent. Alle 25 Kilometer warfen unsere Flugzeuge Flaggen ab. Wir markierten eine Fläche von ungefähr 600.000 Quadratkilometern. Davon wurden 350.000 Quadratkilometer fotografiert. Die Flieger Hermann Görings hatten ihre Aufgaben zufriedenstellend erledigt. Im Anschluss an diese Aktion ergingen weiterführende Aufträge an Karl Dönitz, den Oberbefehlshaber der deutschen U-Boot-Waffe. Was aber seine Männer in der Arktis erledigen sollten, liegt bis heute im Dunkeln. From UFOs to ghost and psychic powers, history is riddled with unexplained events. You can turn back now or learn the stuff they don't want you to know. I always thought Earth was solid, but is it? Some people don't think so. In fact, hollow Earth theorists think the Earth's surface is only 800 to several thousand miles thick. They believe an entire world exists beneath this surface, illuminated by a small star. This land, they say, is inhabited and can be reached through deep cave systems like Kentucky's Mammoth Cave or the Earth's North and South Poles. Mammoth Cave is the longest cave system in the world, and no one knows how deep it actually goes. If there is a hollow Earth, maybe this is a good place to begin the search. But what about gravity and earthquakes? If the Earth is hollow, how does it generate the gravity necessary to keep objects pinned to the surface? Some hollow earthers believe the gravitational pull of the inner star or the crust of Earth itself is sufficient to maintain surface life. Thousands of people across the globe believe Earth is a hollow sphere inhabited by an alien civilization. I can see how this sounds silly, but the Nazi Party bought it hook, line, and sinker. In fact, the Third Reich took the hollow Earth theory seriously enough to send 3 expeditions to Antarctica, starting in 1938. One of these missions was specifically designed to search for an entrance to the Earth's interior. Based on information from Arctic tribes, Tibetan shamans, and the Occult Thule Society, Nazis were convinced the possibility was worth investigating. They declared part of Antarctica Nazi territory and named it New Schwabia. If the Earth did prove to be hollow, the Nazis planned to locate Allied ships by shooting infrared waves through the Earth to England. If the interior of the Earth was, as they believed, both hollow and inhabited, the Nazis planned to contact these inhabitants and gather their support in the war on the surface world. The isolated location provided a perfect backdrop for other, more sinister experiments: submarine technology, invisible aircraft, nuclear power. I hear the British and US military may have even sent fleets of ships down to stop the Nazi activities in Antarctica in an operation called High Jump. While this Project High Jump was officially listed as a reconnaissance mission, questions linger regarding the mysterious deaths of people involved. Many researchers believe the Nazis maintained a secret submarine and aircraft base. Several Hollow Earth researchers believe the Nazis never found the entrance, but instead stumbled upon technology from the subterranean world and reverse engineered these artifacts, ultimately designing what we would recognize as UFOs. Here's where it gets crazy. Some of these people believe the Nazis did discover an entrance to the inner world. What's more, they argue Adolf Hitler may not have died in the infamous bunker suicide, but instead escaped with his supporters to the South Pole, where the secret Nazi outposts maintained control over a passage to the interior. Proponents of this theory allege that thousands of scientists disappeared toward the close of the war, retreating into the Earth. The mainstream scientific community scoffs at these allegations, but is it really that strange? We know, for instance, that the US itself recruited Nazi scientists in Operation Paperclip. And the Nazis certainly made it to New Schwabia, and they felt vindicated by the endeavor, so much so that they annexed part of Antarctica to protect their claims. What did they discover amid the desolate frozen waste? Alien technology? Uranium? Or something else?
something they don't want you to know.